Als das junge Ehepaar Cheryl und Howard ihr erstes Kind bekam, waren sie verblüfft über das seltsame Verhalten ihres Hundes gegenüber dem Baby. Als sie schließlich den Grund für das ungewöhnliche Verhalten herausfanden, waren sie zutiefst erschüttert. Howard und Cheryl waren bereits seit etwa 10 Jahren zusammen, als sie erfuhren, dass sie ein Kind erwarteten. Vor ein paar Jahren hatten sie versucht, ein Kind zu bekommen, aber es gab einige Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin. Cheryl hatte eine harte Zeit hinter sich, als sie sich mit der Möglichkeit konfrontiert sah, dass sie vielleicht keine Kinder bekommen konnte. Howard liebte seine Frau, und es hatte ihm das Herz gebrochen, sie so zu sehen. Also hatte er sich einen liebevollen Hund zugelegt. Als Howard den Hund zu Cheryl nach Hause gebracht hatte, war sie begeistert. Sie hatte dem Tier den Namen Mittens gegeben und ihn mit viel Liebe aufgezogen und trainiert. Ein paar Jahre waren vergangen und das Ehepaar hatte ihren Traum von einem gemeinsamen Kind nie aufgegeben. Eines Tages bemerkte Howard, dass etwas Seltsames mit Mittens geschah. Der Hund wollte Cheryl nicht in Ruhe lassen und winselte an der Tür. Howard schaute sich den Hund genau an, konnte aber nicht feststellen, was mit seinem Gesundheitszustand nicht stimmte. Einige Zeit später machte Cheryl einen Schwangerschaftstest, der positiv ausfiel. Sie eilte zu Howard und umarmte ihren Mann mit Freudentränen. Mittens schien gespürt zu haben, dass Cheryl schwanger war, und hatte einen besonderen Schutztrieb entwickelt. Wäre das nicht schon ein Wunder genug, so sollte später etwas folgen, was das Paar schockierte. Nach ein paar Monaten brachte die Frau schließlich ein gesundes Mädchen zur Welt. Sie nannten sie Sky, eine Anspielung auf die leuchtend blaue Farbe der Augen von Mittens. Da sowohl Cheryl als auch Howard durch ihre Jobs sehr beschäftigt waren, konnten sie nicht die ganze Zeit auf ihr Baby aufpassen. Deshalb arrangierten sie eine Babysitterin, die die Tochter vormittags betreuen sollte. Die Entscheidung, wer auf das Kind aufpassen konnte, fiel nicht schwer, denn Wanda, die beste Freundin von Cheryl, erklärte sich bereit, nach dem Kind zu sehen. Wanda hatte bei der Organisation der Hochzeit und sogar bei der Suche nach ihrem Haus geholfen. Das Paar beschloss einstimmig, dass Wanda die Richtige sein würde, um auf Sky aufzupassen. Und sie waren dankbar, ein zusätzliches Paar Hände zu haben. Seltsamerweise schien Mittens jedoch nicht im geringsten erleichtert zu sein, obwohl alles sehr gut zu laufen schien. Der Hund bewachte Sky weiterhin und verbrachte die ganze Nacht mit dem Baby und bettelte verzweifelt darum, die ganze Zeit in ihrer Nähe bleiben zu dürfen. Für Cheryl und Howard war das seltsam. Sie hatten gedacht, dass sich Mittens nach der Geburt von Sky beruhigen würde. Aber der Hund wurde eher noch unruhiger als zuvor. Howard und Cheryl ließen das Verhalten ein paar Nächte lang durchgehen, weil sie selbst so erschöpft und überfordert waren. Nach etwa einer Woche jedoch begann Howard sich Sorgen zu machen. Mittens ließ das Baby nicht alleine und es schien, als ob er sie krankhaft bewachte. Wanda beschwerte sich nicht selten, dass der Hund sie kaum zu dem Baby ließ, wenn Cheryl und Howard aus dem Haus waren. Etwa 2 Monate nach der Geburt von Sky hatten Howard und Cheryl die Nase voll von ihrem Hund. Es war eine schwierige Situation. Sie liebten Mittens durch und wollten ihn behalten, aber sie fühlten sich immer unbehaglicher angesichts seiner jüngsten Aufmüpfigkeit. Die Sicherheit von Sky hatte höchste Priorität. Das Paar musste über so vieles nachdenken und hatte nur wenig Zeit, um die Dinge gemeinsam zu besprechen. Bis zu einem Abend, an dem Howard mit Wanda eine Verabredung für Cheryl arrangierte. Wanda sollte vorbeikommen und das Baby betreuen, damit Howard seine Frau zum Essen ausführen konnte. Als es an der Zeit war, das Haus zu verlassen, war Cheryl sehr nervös, ihr Baby zurückzulassen. Aber als Howard und Cheryl aus der Tür gingen, bellte der Hund Wanda an. Mittens bellte und heulte und war eindeutig verzweifelt. Cheryl hätte es sich fast anders überlegt, aber dann holte sie tief Luft und ging, in der Hoffnung Mittens zu zeigen, dass es keine große Sache war, wenn Wanda alleine auf das Kind aufpasste. Das Paar hatte an diesem Abend ein wunderbares Date. Sie konnten endlich gemeinsam entspannen, während sie wussten, dass ihr Baby Sky in guten Händen war. Doch mitten im Abendessen rief Wanda das Ehepaar an und bat sie, nach Hause zu kommen. Offenbar hatte Mittens versucht, sie zu beißen. Als sie ihn in seine Box sperren wollte, wurde er unruhig und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Howard und Cheryl brachen ihre Verabredung ab und machten sich umgehend auf den Weg nach Hause, um zu helfen. Als sie zu Hause ankamen, empfingen sie ein weinendes Baby, einen unruhigen Hund und eine aufgebrachte Wanda. Nachdem Wanda gegangen war, richtete Cheryl ihre Aufmerksamkeit auf Mittens. Der Hund verhielt sich in der Tat sehr seltsam. Als die Haustür geschlossen wurde, beruhigte er sich sofort wieder. Das Paar stand in verwirrtem Schweigen da und beobachtete, wie ihr Hund in Richtung von Skys Zimmer schritt. Das Ehepaar war sich einig, dass es so nicht weitergehen konnte. Wenn Mittens sich nicht bald ändern würde, konnten sie den Hund nicht behalten. Sie beschlossen, ins Bett zu gehen und mit klarem Kopf am nächsten Tag über die Sache nachzudenken. Am Morgen wachte Howard auf und erinnerte sich an die Überwachungskameras, die er einige Monate zuvor in seinem Haus installiert hatte. Vielleicht würden diese Aufschluss geben, was an diesem Tag schiefgelaufen war. Er eilte zu seinem Computer, um zu sehen, was wirklich zwischen Mittens und Wanda passiert war. Möglicherweise würde ihm dies einen Hinweis darauf geben, was der Grund für das Verhalten des Hundes war. Aber Howard war geschockt, was er dann zu Gesicht bekam. Er konnte nicht glauben, was er dort sah.
Es stellte sich heraus, dass die Frau einer illegalen Gruppe angehörte, die unaussprechliche Videos von Kindern machten und diese im Darknet verbreiteten. Als Howard die schockierenden Bilder sah, rief er sofort die Polizei. Wanda wurde anschließend gemeinsam mit Dutzend weiteren Verdächtigen festgenommen. Die Polizei stellte eine große Menge an illegalen Daten fest, was die Personen schwer belastete. Cheryl und Howard konnten nicht glauben, wie sehr sie sich in Wanda getäuscht hatten. Wie konnte es nur so weit kommen? Mittens wurde anschließend als Held gefeiert. Er konnte Schlimmeres verhindern. Nicht nur, was ihrer Tochter, sondern auch all den anderen Kindern angetan wurde. Was sind deine Gedanken zu diesem Video? Schreibe sie mir gerne in die Kommentare. Schau dir jetzt ein Video von einem einjährigen Baby an, das sekundenlang mit einem Hund alleine gelassen wurde. Was dann geschah, wird dich schockieren.